Die Philippinen wurden von der grauen Liste der FATF in Paris gestrichen. Das nehmen wir doch einmal zum Anlass, uns dieses sehr interessante Auswanderungsland näher anzuschauen. Die FATF in Paris, also die Financial Action Task Force, hat im Februar 2025 bekannt gegeben, dass die Philippinen nicht mehr auf ihrer grauen Liste enthalten sein werden. Die Philippinen haben hier einige Verbesserungsmaßnahmen vorgenommen und man hat seitens der FATF den Philippinen bzw. den zuständigen Behörden einen Besuch abgestattet und hat befunden, dass die Bemühungen ausreichend sind, um die Philippinen von der grauen Liste zu entfernen. Du hast sicherlich schon von der FATF gehört. Hier geht es also nicht um Steuern, sondern tatsächlich um die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die FATF mit Sitz in Paris geht auf eine Initiative der OECD zurück und sie definiert eben Standards, die Länder zum Beispiel in ihrem Bankensystem einführen und umsetzen müssen, damit eben hier genügend Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht. Die Philippinen waren dort jetzt einige Zeit auf der grauen Liste, also nicht auf der schwarzen Liste, sondern die graue Liste. Sie heißt einfach erhöhte Beobachtung. Aber das alleine hat natürlich schon negative Konsequenzen für ein Land. Überweisungen sind dann schwieriger dorthin. Du kannst vielleicht erinnern, dass vor kurzem auch die Vereinigten Arabischen Emirate mal für ein Jahr auf dieser Liste waren. Und das hat dort schon für ganz schön Disruption gesorgt. Also man ist froh, dass man von der Liste runter ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Philippinen. Ich möchte dieses Ereignis jetzt mal zum Anlass nehmen, um dir dieses sehr interessante Auswanderungsland nochmals näher zu bringen. Ich sage das insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Ereignisse in Europa. Viele von euch wollen weg aus Europa, weit weg, in eine ganz andere Wirtschafts- und Klimazone. Und da sind natürlich die Philippinen ideal. Thailand war ja bisher so das Lieblingsland auch vieler Deutscher, aber wir wissen ja, und du weißt auch von einigen Videos, die wir gemacht haben, dass Thailand nicht mehr so ideal ist. Also hier hat sich die steuerliche Situation in den letzten Jahren verschlechtert. Und natürlich immer in Thailand, diese Visa-Fragen können relativ komplex sein. Das ist schon mal der erste große Vorteil an den Philippinen. Du brauchst dort letztlich kein Visum. Genau, du hast mich völlig richtig verstanden. Du brauchst dort kein Visum. Du kannst dort als Deutscher, Österreicher, Schweizer ankommen, kannst dort schlicht und ergreifend visumsfrei einreisen und kannst dann diesen Touristenstatus, ohne das Land zu verlassen, bis auf 3 Jahre verlängern. Du musst dann hin und wieder mal dort zu einer Behörde gehen oder kannst auch online den Status entsprechend verlängern und kannst dich 3 Jahre im Land aufhalten. Dann musst du das Land verlassen für 24 Stunden, kannst wieder zurückkommen und das Ganze geht von vorne los. Also man braucht kein Visum, man muss nicht investieren, man braucht keine Aufenthaltsgenehmigung. Das alles ist nicht notwendig. Ein weiterer Vorteil, wenn wir schon von Thailand sprechen, ist, dass die Philippinen nach wie vor nicht am automatischen Informationsaustausch nach OECD CRS teilnehmen. Thailand nimmt an diesem Austausch ja jetzt auch teil, wie natürlich viele andere Länder auch. Weit über 100 nehmen jetzt am Informationsaustausch teil. Die Philippinen tun es nicht. Die Philippinen haben eigentlich auch ein ganz interessantes Banking-System. Es sind auch internationale Banken da, zum Beispiel HSBC, zum Beispiel auch die Deutsche Bank. Aber auch die philippinischen Banken sind natürlich zum Teil ziemlich groß, denn die Philippinen sind ja kein kleines Land. Sie haben eine Bevölkerung von 114 Millionen und anders eben als viele westliche Länder gibt es dort viele junge Leute. Die Bevölkerung ist am Wachsen. Amtssprache in den Philippinen ist Englisch, ein weiterer Vorteil. Die Philippinen sind in vieler Hinsicht ein asiatisches Land, was stark unter westlichem Einfluss stand, was natürlich auch damit zu tun hatte, eben, dass sie anders als zum Beispiel Thailand von den Kolonialmächten besetzt waren. Das heißt, das ganze Bildungssystem, die Wirtschaftsordnung ist eigentlich eher westlich. Die Filipinos haben in gewisser Weise auch ein westliches Denken und ein westliches Selbstverständnis, aber sind natürlich trotz allem Asiaten, völlig klar. Steuerlich sind die Philippinen ebenfalls sehr interessant. Sämtliche Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Das bezieht sich nicht auf Einkünfte, die letztlich mit einer lokal ausgeübten Tätigkeit zu tun haben. Das heißt, streng genommen, wenn du in den Philippinen vor Ort als IT-Freelancer arbeitest für europäische Kunden, dann sind diese Einkünfte hier tatsächlich in den Philippinen zu versteuern. Da muss man dann ein bisschen was gestalten, damit es steuerfrei bleibt. Du hast eine Firma, sagen wir zum Beispiel mal eine LLC,
Diese LLC bezahlt dir in die Philippinen ein kleines Gehalt, was du dort versteuerst. Der Rest sind dann Gewinnausschüttungen aus der LLC. Das kann dann bei richtiger Gestaltung steuerfrei sein. Mir haben natürlich schon viele Ausländer in den Philippinen erzählt, dass sie das Ganze sehr locker nehmen. Ich möchte das nicht so ohne weiteres auf die lockere Schulter nehmen. Ich gebe dir das jetzt nur als Feedback. Da wird man sicherlich aber eine Lösung finden, wie man das Ganze steuerlich gestaltet. Und wenn du sowieso passive Einkünfte hast aus Krypto, aus Kapitalvermögen oder aus Gesellschaften, wo du Dividenden erhältst, das ist eben alles natürlich dann tatsächlich steuerfrei. Du kannst es aber eben anders als in Thailand ins Land einbringen, dort ausgeben und musst keine Steuern darauf bezahlen. Gleichzeitig haben die Philippinen aber mit vielen Ländern Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen, anders eben als zum Beispiel Dubai. Und daher sind im Grunde die Philippinen ideal als Wohnsitzland für jemand, der zum Beispiel hin und wieder ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat hier seinen Kunden oder anderen interessierten ausländischen Parteien, wie zum Beispiel Steuerbehörden etc., übergeben muss. Das kann man nämlich in den Philippinen dann tatsächlich bekommen. Auch wenn du da mit einem Touristenvisum bist, kriegst du eine Steuernummer. Ebenso übrigens bekommst du einen Führerschein, einen Personalausweis und eben auch Bankkonten. Alles unter einem Touristenvisum. Da hat man einwanderungsrechtlich keine Einschränkungen. Was du nicht kannst, sind Immobilien zu kaufen. Wohl kannst du natürlich Kondos kaufen. Also letztlich Wohnungen in solchen Wohntürmen, die da auch neu gebaut werden. Aber du könntest dort jetzt kein Haus kaufen. Das ist eben den Filipinos vorbehalten, wie wir das ja auch in vielen anderen Ländern Asiens oder auch Afrikas zum Beispiel kennen. Es ist absolut möglich, dass du dir die Philippinen als einen sogenannten Compliance-Wohnsitz hier einrichtest. Du kannst dort eine Wohnung mieten, zum Teil schon für wenige $100. Wenn es etwas ist, wo du auch tatsächlich Zeit verbringen willst, würde ich $1000 rechnen, aber auch nicht mehr. Dann hast du einen Mietvertrag, dann hast du da Utility Bills und natürlich, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, die Steuernummer. Dann kannst du hier perfekt einen Wohnsitz nachweisen. Wir können dir bei der Etablierung eines Wohnsitzes dort helfen und auch bei allen anderen Dienstleistungen, die notwendig sind. Ich selbst bin geschäftlich schon seit 2008 auf den Philippinen aktiv, erst in Cebu, dort hatten wir auch schon ein Büro früher, jetzt mittlerweile in Davao. Davao ist die zweitgrößte Stadt der Philippinen nach Manila, ungefähr 2,5 Millionen Einwohner, liegt in der Nähe des höchsten Berges der Philippinen, wunderschöne Natur, ist dort recht einfach zugänglich. Flugzeit nach Singapur zum Beispiel 2 Stunden, auch gehen Flüge zum Beispiel direkt nach Hongkong. Das heißt, Davao ist ziemlich gut zu erreichen. Wir haben dort unsere Basis und können dort mit all den genannten Maßnahmen, die ich gerade eben beschrieben habe, helfen. Wir sind gerade dabei, hier unsere Leistungen rund um die Philippinen mit der Basis Davao hier neu zu packagen, neu zu beschreiben, neu zu strukturieren. Wenn dich das interessiert, dann kannst du dich gerne hier auf unsere Warteliste eintragen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir gehen davon aus, dass das Ganze im März, April 2025 hier eben von uns neu beschrieben, formuliert und strukturiert ist. Und dann kannst du dir das gerne anschauen. Wir schicken dir dann direkt den Link zu. Wir planen übrigens auch Reisen dorthin zu Unternehmen, wie wir es ja auch jetzt schon heute zu anderen Destinationen machen, die für Mandanten interessant sind, zum Beispiel Sansibar oder Dubai oder Serbien. Würden auch mal gemeinsam Davao besuchen, würden dort auch mal dann die Gegend anschauen, einige Immobilien möglicherweise anschauen. Wie gesagt, Immobilieninvestition ist jetzt nicht so ein Thema wie in anderen Ländern, weil du es erstens nicht brauchst für das Visum und weil du auch nicht als Ausländer jetzt tatsächlich jede Immobilie hier erwerben kannst. Aber wir werden uns dennoch dann ein paar Kondos anschauen und natürlich ansonsten auch Mietwohnungen. Also, ich persönlich finde die Philippinen eine tolle Wahl. Ich finde sie auch vielfach attraktiver als Thailand. Sie sind lange nicht so überrannt mit Touristen. Auch das Preisniveau ist zum Teil noch günstiger als in Thailand, einfach auch touristisch weniger erschlossen, aber dennoch meiner Meinung nach sehr charmant, sehr attraktiv. Wenn dich das Thema Philippinen interessiert oder eben auch ein anderes Auswanderungsland oder generell das Thema Plan B, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei diesen Themen zu unterstützen. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Plan B. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.